So, und damit willkommen zum Video. Ich werde euch heute wieder auf einen Flug mitnehmen. Es ist der 5. Juli und wir sind gerade auf der Grente bei Antholz unterwegs. Startzeit ist 9:20 Uhr, also halb 10 Uhr ist es ja ganz okay. Könnte schon etwas früher sein, aber man merkt an dem Tag war es noch relativ stabil in der Früh. Ich habe da recht lang kämpfen müssen, bis ich wirklich über den Startplatz drüber kommen habe können. Das war schon etwas zu früh, aber ist dann im Endeffekt auch gegangen, mit ein bisschen kämpfen. Mit unterwegs ist auch der Josie, der Alex und der Luke. Wir haben uns unten getroffen, weil das Wetter einfach richtig gut ausgehört hat. Und dann haben wir gesagt, fliegen wir mal, schauen wir, was geht. Ja, direkt gleich nach dem Starten haben wir gesehen, ein bisschen rumgekämpft. Dann gleich weitergeflogen Richtung ersten Wendepunkt. Da war es aber immer noch so recht zart. Und wirklich hoch sind wir gar nicht gekommen. Die erste Hürde war der Stallersattel, weil es dadurch noch recht stark von Osten eingeblasen hat. Wenn es dort tief wird, stehst du komplett im Wind drinnen. Deswegen hat er jetzt da recht lang herumdauern, dass er wirklich so hoch raufgekommen. Da sind dann die anderen auch schon schön nachgekommen, die wir später gestartet sind. Dann waren wir alle wieder gemeinsam unterwegs. Und Höhe hat dann passt zum Queren. Dann auf der anderen Seite vom Stallersattel Richtung der Freckental. Und da ist so wieder die Gral entlang. Und sobald du auf der Ostseite drüben bist, wo die Sonne scheint, geht es ja gleich wieder auf. Und da habe ich gleich die Thermik mitgenommen für die nächste Talquerung Richtung Osten weiter. Noch kurz zu dem Tag, man hat es ja gerade zuerst gesehen, wolkentechnisch war da in der Früh noch gar nichts los. Da war es noch recht lang, recht stabil in der Früh. Wir haben später noch auch für diese Ortschaft, für dieses Gelände da drüben, relativ tiefe Basis gehabt und noch dazu zum Teil einen ziemlich starken Nordwind. In der Höhe zumindest. Und da entlang vom Freckental ist eigentlich jetzt ziemlich gut geradeaus gegangen. Es ist aber leider nicht so gut gegangen, dass man wirklich im Kreisflug steigen gehabt hat, aber so Nuller sind sie ausgegangen. Ich bin einfach mal geradeaus entlang geflogen. Entlang von diesen schönen Grashängen. Es war jetzt in der Früh noch relativ ruhig, das heißt, hat man schön knapp zufliegen können, was einfach richtig viel Spaß macht. Der Lex und Co., die sind nach der Querung haben sie ein bisschen aufgetrat und sind dann über den Grat geflogen, normal auf dran weiterfliegen. Die waren aber kaum schneller wie beim Geradeausflug. Also das hat schon passt, war die richtige Entscheidung. Jawohl, weiter geht's wieder bis zum Ende von dem Tal. Und da nächste Querung, das heißt wieder gescheit auftragen. Da ist immer gut auf Bord gestanden. Gut Häkchen machen und weiter Richtung Glocken eigentlich. Landschaftlich ist unten ja der Hammer. Das war mein erster Flug in dem Gelände. Und überall die großen Berge, das hat schon was. Gut, Anschluss von der Querung. Gleich wieder geschaut, dass ich Häkchen mache. Und weiter Richtung Wendepunkt.
Und dann da direkt am Glockner Massiv ist es landschaftlich extrem geil und thermisch war es auch ziemlich gut. Da war der Wind noch nicht so wirklich störend, weil man recht gut geschützt war. Aber ein bisschen hat man schon gemerkt, dass da was los ist. Gut, jetzt ist es kurz nach 12. Das heißt, es ist Zeit für einen ersten Wendepunkt. Ich bin dann noch die Ridge entlang ausgeflogen, habe draußen umgedreht und dann wieder zurück. Da wieder ein ähnliches Spiel wie zuerst. Einfach den Hang entlang, da kommt es überall gut warm auf und man kann ziemlich gut geradeaus fliegen. Gut, Wendepunkt gesetzt, zurückgeflogen und da haben wir schon deutlich gemerkt, dass der Nordwind durchkommt. Liegt vielleicht auch daran, dass der Gletscher da oben ist, die Basterzen, kann man es gut sehen, dass da eine kalte Luft runterfließt. Man probiert dann nordseitig auf zum Sohren. Es ist gegangen. Lehseitig auftragen, weiß nicht, ob es besser wäre, aber so haben wir eine schöne Aussicht auf Gemse gehabt. Das war ziemlich cool. Da sieht man ein bisschen einen Kurt Eder, der ist ein bisschen woanders gestartet, wo wir gestartet sind. Und der kennt das Gelände schon recht gut und der fliegt da sauber und immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, fahre ich gleich wieder auf meine Fersen. Na gut, dann über den Grad auf, direkt die Ridge entlang Richtung Glockner. Jetzt sieht man schon, die ersten Wolken haben sich schon gebildet. Ist eben für einen Hammertag, sagen wir mal, relativ spät, weil es doch schon, ich glaube, 12:30 oder 1 war. Aber es ist so langsam richtig gut gehört worden. Na gut, weiter geht's wieder zurück Richtung Startplatz. Ziemlich ähnliche Route. Da wäre vor der nächsten größeren Querung gescheit Höhe gemacht. Und dann wieder rüber zur Rennstrecke. Genau, Anschluss beim Refreckental und da gleich wieder über dem Herfliegen einfach geradeaus. Also macht man halt die meisten Meter vorwärts. Jetzt war es ja schon deutlich besser wie beim Herfliegen. Das heißt, haben wir gut im Gas stehen können, zum Teil. Jetzt habe ich mir wieder ein bisschen vergast, sag ich mal. Dann habe ich wieder geschaut müssen, dass sie nicht zu tief wird. Das heißt, wieder ein bisschen langsamer weiterfliegen. Aber thermisch war sie ganz ertragbar. Es hat dann schon passt.
können wir es auch gut bei der Wolken, dass es kein super guter idealer Tag ist, aber trotzdem gut fliegbar. So, dann vor der Querung wieder gut Hechen machen, dass man einen guten Anschluss erwischt. Und weiter geht's zurück zum Stollersattel, wieder Richtung Startplatz. Da war mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich die Kurven nach links fliegen sollte oder doch rechts draußen vorbei, weil die Strecken habe ich selber noch nicht kennt und ich habe mir das DS1 so genau angeschaut, weil es recht eine spontane Entscheidung war, dass wir hergefahren sind. Aber im Endeffekt war es dann die richtige Entscheidung, beziehungsweise die Strecken, was sonst einmal geflogen wird. Das hat dann schon passt. So, da wieder gleich aufkurbeln, mit dem guten Bord erwischt, die Aussicht genießen, bevor es wieder weitergeht im Gas. Wen es interessiert, wir haben da jetzt rechts oben die ganzen Statistiken, Geschwindigkeit, Höhe, Uhrzeit und so weiter. Ich werde da in der Videobeschreibung den X-Contest-Link reingeben, dass man das genau anschauen kann, wer möchte. Gut, weiter geht's Richtung Westen zum zweiten Wendepunkt. Der Stickel darüber war eigentlich ganz normal zum Fliegen, nichts Besonderes. Einfach aufkurbeln, weitertragen, aufkurbeln, weitertragen. Also aufkurbeln, weiterfliegen, so würde ich sagen. Genau, und geplant wäre, dass wir den zweiten Wendepunkt eigentlich am Alpenhauptkamm machen. Da jetzt am Talende. Aber bei der Querung darüber, da kennt man es recht gut, da war doch wesentlich mehr Nordwind drinnen als erwartet. Thermisch war es auf der Südseite doch auch relativ schwach. Dann hat es mir ziemlich stark runtergespült. Haben sie gut am Track gesehen. Und weiter unten war dann da ziemlich gut im Talwind drinnen. Jetzt von Osten kommen, also von mir gehen rechts jetzt gerade. Und da war es halt auch schon ein Moment, wo man gedacht habe, hui, das wird gerade ziemlich knapp. Ich weiß nicht, wie da nochmal raufgekommen. Aber mit viel Geduld und ja, sagen wir Motivation ist es doch rausgegangen, dass ich mich irgendwie noch hoch gerettet habe. Es war so eine kleine Schlüsselstelle, um den Flug fertig zu fliegen. Dann zum Glück bin ich doch nochmal schnell aufgekommen, wieder auf Gradhöhe. Und dann geht es weiter Richtung Hauptkamm. Und da vor mir der wilde Pfaff, wo dahinter das Tal anfängt, wo Sölden drinnen ist. Dann haben wir auf die Uhr geschaut, da war es noch relativ früh. Die anderen Kollegen, also Lex, Lucky und Josie, waren noch relativ weit hinter mir. Ich habe gedacht, ich werde noch die Zeit nutzen und den Wendepunkt ein bisschen weiter wegsetzen, beziehungsweise mal schauen, wie es da vorne im Gletschers ausschaut. Und wirklich, wie die Schneefelder tief drüber fliegen, hat er da richtig was Cooles. Muss natürlich aufpassen, dass du nicht tief wirst, dass man immer wieder wegkommt, weil dort landen wäre ungünstig.
Dann bin ich so dahin geflogen und habe gesehen, dass da vorne eine kleine Lücke ist, wo ich eventuell drüber fliegen konnte. Da habe ich gedacht, hey, Zeit haben wir noch, warum nicht? Und es ist ja ausgegangen. Das hat schon passt. Jetzt wieder südseitig unterwegs, wo es da weiter unten im Tal mega Schnee ist. Das heißt, da kannst du wieder thermisch rauf. Es war zwar nicht super stark, aber besser als gar nichts. Da wird Auftrat und dann der Wendepunkt noch ein bisschen rausgesetzt Richtung Westen rüber. Und damals habe ich beim Rausfliegen einen deutlichen Wind gespürt, der so richtig gut windig. Und da bin ich dann auch dementsprechend wieder früh umgedreht, weil ich halt auf jeden Fall wieder zurückfliegen wollte, wieder zurückkommen wollte, weil in dem Tal unten absaufen, das wäre eine ziemlich lange Reise zurück zum Auto gewesen und deswegen eher hoch umgedreht, dass ich da fix Anschluss finde. Im Endeffekt hätten halt gerade 4 Kilometer gefehlt, auf eine gute schöne Zahl, aber war so auch okay. Gut, dann wieder zurück, natürlich mit genug Höhe, wieder über den Gletscher drüber. Da hat dann auch wieder die Kollegen getroffen, die was gerade zum Wendepunkt hingeflogen sind. Und ich bin gleich weiter wieder den Weg zurück in Richtung nächsten Wendepunkt in die Dolomiten rein. Da war jetzt wieder dieses Tal, was von Norden, also von mir gesehen links, gerade recht stark rausblasen hat. Deswegen da jetzt da probiert, beim Anschluss auf der Nord-Nordwestseite aufzusohren. Es ist so gegangen, war nicht super gut und dann ist im Endeffekt doch der Lebart worden, weil er einfach stärker zirkt. Ich glaube, da war ein zweiter dabei, der mir den Bord angesagt hat. Das ist dann auch die Entscheidung dafür. Gut, dann weiter wieder, wo wir hergekommen sind. Und dann habe ich gewusst, ich muss rechts Richtung Dolomiten runter, Richtung Süden. Das heißt, wieder gescheit höher machen für die große Talquerung. Da war die Möglichkeit, entweder gerade weiter die höheren Berge und nachher an Hagel nach rechts runterfliegen oder die direkte Linie über das Hügelland mit den flacheren Hügeln. So, aber weekendtechnisch recht gut ausgeschaut. Dann habe ich gleich die direkte Linie genommen und das hat sich ausgezahlt. Da ist der Blick Richtung dritten Wendepunkt, gerade vor mir. Und weiter geht's, vorbei am Kronplatz zu die großen Felswand. Da dann alle probiert, linksseitig, also nordseitig aufzusohren, war aber leider gar nichts. Also war recht schwach. Und da dann auch relativ viel Zeit verschießen mit dem Herumsuchen, Herumprobieren. Weil ich war doch schon relativ tief, es war schon kurz vor 6. Das heißt, da bin ich jetzt sehr, sehr konservativ geflogen. Aber hat sich ausgezahlt. Ich bin wieder hochgekommen und ab einer gewissen Höhe, so über Grad, geht es wieder super weg. Aber eben durch dieses Herumprobieren, Herumsuchen hat mich der Kurt wieder eingeholt, da ist er. Und dann sind wir gemeinsam wieder weitergeflogen. War extrem schön. Gut, da in Grat entlang, wie gesagt, wir haben immer noch guten Nordwind in der Höhe. Das heißt, zum Wendepunkt hinfliegen war natürlich kein Problem. Aber das war immer das Risiko, wie weit fliegst du hin, damit du trotzdem wieder zurückkommst bei dem Nordwind. Und dann war ein recht interessantes Phänomen gehabt. Da haben wir da war im Süden viel feuchtere Luftmasse. Jetzt haben wir da in dem Bereich 2 Wolkenbasen gehabt. Eine tief, eine hoch. Mit wirklich, geschätzt ungefähr 1000 Meter Unterschied. So brutal habe ich das auch noch nie erlebt. Schaut aber halt extrem cool aus. Na gut, Wendepunkt gemacht. Jetzt heißt es wieder fliegen Richtung Startplatz zurück.
Und da ist das Schwierige dabei. Es war schon recht spät, sprich schwache Thermik. Dort, wo ich gerade war es auch recht flach, sagen wir mal, also keine klar definierten Abrisskanten. Plus Wind von vorn, also Gegenwind. Man sieht es da gut, wie es mir versetzt. Da wäre jeden Meter mitgenommen, dass ich safe ankomme. Und dann, sobald es gegangen ist, wieder zu den Felsen. Wobei es war da ja, schon ein bisschen im Schatten, weil es durch Südwestseiten war, sondern war schon im Nordwesten. Plus Wind parallel dazu, also es war ein ziemlicher Kampf. Der Joseph war da neben mir mal dabei. Der ist dann aber leider nicht mehr aufgekommen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich was erwischt habe. Und wieder über gerade raufgekommen. Der Lex und der Lucky, die sind ein bisschen andere Route geflogen. Ich glaube sogar, dass die ja früh umgedreht haben. Die sind gleich über den Grad angekommen. Haben mich da wieder schon überholt gehabt. Und haben auf jeden Fall nicht so einen Stress gehabt wie da unten. Gut, dann wieder auf der Nordwestseite von dem ganzen Gebirge, von den ganzen Felswänden. Da war der Wind wieder super gut anstehend. Dementsprechend ruhig und gut ist gegangen. Und thermisch war es jetzt auch schon relativ schwach, war doch schon recht spät. Das war jetzt auch noch das gemütliche Abgleiten Richtung Landeplatz. Da haben wir den Wind zum Glück auch nicht mehr stark gespürt, das heißt, das Vorfliegen war da recht gemütlich und ich habe sogar da auf der Nordseite nochmal eine schöne Thermik erwischt. Nochmal Hochdraht und dann gerade Richtung Stapler zurückgeflogen, damit eben das Dreieck möglichst geschlossen ist. Da haben wir dann auch schon wieder einen Bergwind gehabt, also da auswärts. Aber das war nicht so schlimm, nicht so stark wie erwartet. Da bin ich dann leicht zum Landeplatz, zum Auto gekommen. Na gut, und im Endeffekt war es wieder ein 296 Kilometer Dreieck. Erster Flug, Antholz, hat sie ausgezahlt.